Heute sprechen wir mal über diese Kamera. Das ist der Nicomat ELW. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und immer freitags um 18 Uhr zeige ich euch ein neues Video zum Thema. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Wie bereits erwähnt, sprechen wir heute über den Nicomat EL. Die Nicomat-Kameras sind einäugige Spiegelreflexkameras der Firma Nikon, die im Zuge der Marktsegmentierung für Amateurfotografen auf den Markt gebracht worden sind und eine Alternative zu den professionellen Kameras der Nikon F-Reihe darstellen sollten. Der Nicomat FL befindet sich gebaut in den Jahren von 1972 bis 1976 zeitlich in dem Fenster zwischen Nikon F und der Nikon F2. Dass es sich bei den Nicomat-Kameras um Amateurkameras handelt, merkt man im Grunde aber gar nicht, denn die Build-Quality ist einmalig gut, sehr stabil, liegt sehr schwer in der Hand und ist auch so groß wie eine Nikon F-Kamera damals gewesen wäre. Der Unterschied besteht in der Ausstattung, nämlich vor allem dem Sucher, der in den Nicomat-Kameras wie der EL fest verbaut war. Der 1972er Nicomat EL hatte einen Focus Screen A eingebaut, also eine normale Mattscheibe. Spätere Modelle bekamen dann ein Focus Screen J, glaube ich, heißt der, mit so einem Split-Image-Finder. Das hier ist der Nicomat ELW, der im Grunde sehr ähnlich dem Nicomat EL ist, allerdings die Möglichkeit bietet, ein Motorwinder, wäre der Autowinder 1 von Nikon anzubringen. Der hat eine Auslösersperre, der Nicomat ELW, sofern der Hebel hier nicht gespannt ist. Und er hat einen anderen Focus Screen, der hat einen Mikroprismenring mit einem Split-Image-Finder, was das Fokussieren noch leichter macht. Nach nur einem Jahr Produktion, nämlich von 1976 bis 1977, ersetzte man den Nicomaten ELW dann mit der neuen Nikon EL2. Dabei handelt es sich im Grunde um die gleiche Kamera, nur dass die Blendenübertragung nicht mehr hier über diesen Hebel und diesen Hasenohren am Objektiv erfolgten, sondern über das neu eingeführte AI-System. Der Nicomat EL ist noch mit dem Pre- oder Non-AI-System ausgestattet, kann also mit allen Objektiven genutzt werden, die hier am Objektiv diese Mitnehmer haben, die den Stift dann entsprechend bewegen. Nutzbar ist die Kamera natürlich auch mit Objektiven, die diese Mitnehmer Hasenohren nicht haben. Bei der Funktionalität hier geht es einzig und allein darum, ob die Kamera die Offenblendemessung unterstützt oder nicht. Natürlich kann man auch mit abgeblendeten Objektiven mit der Kamera arbeiten. Objektive mit diesen Mitnehmern bieten einen im Grunde nur den Vorteil, dass man offenblendig fokussieren und komponieren kann, also mit einem hellen Sucherbild und dann die Kamera trotzdem weiß, auf welchen Blendenwert abgeblendet wird. Der Nicomat EL war seinerzeit der erste Fotoapparat von Nikon mit der sogenannten Zeitautomatik, also der Blendenvorwahl oder Aperture Priority. Das machte die Kamera auch damals schon zu einer interessanten Option für professionelle Fotografen, die bei der Nikon F und der Nikon F2 auf die eingebaute Blendenpriorität verzichten mussten. Abgesehen von der Blendenpriorität bietet der elektronische Schlitzverschluss Aufnahmezeiten von einer Tausendstel Sekunde bis zu 4 Sekunden und Bulb. Die Blitzsynchronzeit liegt bei einer 125. Sekunde. Sollte die Batterie, in dem Fall eine 4LR44, mal leer sein oder man keine zur Hand haben, belichtet der Nicomat EL immer noch auf einer 90. Sekunde, sodass die Bilder auf jeden Fall blitzsynchron sind. Die Bedienelemente sind beim Nicomaten EL so, wie man es bei einer klassischen Kamera erwarten würde. Angefangen hier über den Spannhebel, der gleichzeitig auch den Film weiter transportiert, und den Auslöser, der übrigens gesperrt werden kann bei der W-Variante. Das Zeitenrad, das Einstellung von
4 Sekunden bis eine Tausendstel Sekunde erlaubt und die Einstellung auf A, die dann einrastet. Man muss das Zeitenrad hier oben drücken, um das Ganze wieder entsperren zu können. Wenn man das Rad so ein bisschen anhebt, kann man hier den Blitzmodus umstellen auf zeitverzögerte Auslösung für diese Blitzbirnen. Brauchen wir heutzutage nicht mehr. Also hier auf den kleinen roten Blitz. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wir haben oben drauf einen Mittelkontakt-Hot-Shoe, aber auch links eine Pronto Compur Blitzbuchse. Hier links finden wir den Rückspulhebel und die Einstellmöglichkeiten für die Filmgeschwindigkeit. Dabei können Filme genutzt werden von 25 bis 1600 ASA. Um die Filmrückwand zu öffnen und den Film zu entnehmen und zu laden, muss man hier den Filmrückspuler hochziehen. Der ist allerdings gesperrt und muss erst durch Schieben dieses Pinöckels entsperrt werden. Da drin sieht so ziemlich alles aus wie bei anderen Kameras dieser Art auch. Wir haben einen vertikal verlaufenden Schlitzverschluss mit Metalllamellen und das ist im Grunde auch schon die ganze Magie hier. Hier finden wir den Batterietester, der bei geladener Batterie dann aufleuchtet. Man muss den Knopf allerdings ziemlich tief reindrücken. Machen wir vorne weiter, finden wir hier den Selbstauslösetimer mit einer Verzögerung von etwa 10 Sekunden. Hier haben wir ein Mirror Lockup, das heißt, wir können den Spiegel vorauslösen und dann bleibt er hochgeklappt für Langzeitbelichtung oder gleich zum Einsetzen der Batterie. Hier auf der Seite ist noch die Taste zum Abblenden des Objektives für die Tiefenschärfevorschau. Und last but not least findet man hier den Knopf zum Entsperren und Entnehmen der Objektive. Um die Batterie zu wechseln, muss man beim Nikomaten EL, ELW und EL2 meines Wissens auch, anders als bei anderen Kameras, das Objektiv wechseln. Das Batteriefach liegt nämlich hier im Inneren. Und zwar ist da eine kleine Box, die man öffnen kann und da liegt die Batterie drin, Pluspol zur rechten Seite. Passt dabei auf, nicht den Verschluss zu berühren, da dieser sonst Schaden nehmen kann. Um das Objektiv wieder anzusetzen, bringt man das Ganze hier einfach in Übereinstimmung und schraubt das Ganze entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Damit die Kamera erkennt, wie die Belichtungsstufen sind, muss man einmal hin und her das Ganze einstellen. Dann weiß die Kamera, aha, das ist Offenblende, das ist die Maximalblende und der Belichtungsmesser kann dann im Rahmen dieser Möglichkeiten die Belichtung korrekt berechnen. So, das war es dann heute auch schon wieder. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche generell unterschätzte Kamera ihr besonders toll findet und wir diskutieren unten. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, Freitag um 18 Uhr. Bis dahin sage ich ciao, macht's gut.